Amen. Amen. So this morning we finished off what we had left hanging. Heute Morgen haben wir das beendet, was wir noch zu beenden hatten. We were looking at the phrase, "Mine hour has not yet come." Wir haben den Satz, meine Stunde ist noch nicht gekommen, betrachtet. Sister Catherine, can you give a summary of what we concluded this morning? Kannst du eine Zusammenfassung geben von dem, wo wir heute Morgen aufgehört haben oder geschlossen haben? A summary of what we looked at this morning for those that weren't here. Zusammenfassung für das, was wir heute Morgen betrachtet haben. So, talking about John 2:4, we discussed the phrase, "Mine hour is not yet come." Wir haben Johannes 2, Vers 4 betrachtet und dort diesen Satz, meine Stunde ist noch nicht gekommen. And we tried proof texting it Wir haben erst versucht, es mit Texten zu belegen with all the other verses in John. und haben dort viele Verse im Johannesevangelium angeschaut. And most of them point to the cross, but if you look at the context with John 2:4 and John 7:6, it's he hasn't shown his authority yet. Die meisten dieser Verse zeigen auf das Kreuz hin, aber als wir den Kontext von Kapitel 7 und Kapitel 2 betrachtet haben, dann haben wir gesehen, dass es darum geht, dass er seine Herrlichkeit noch nicht gezeigt hatte. So you've taken us to 2:4 and 7:6. Du hast uns also nun in die Verse Kapitel 2, Vers 4 und 7, Vers 6 gebracht. Sister Catherine saying that they don't refer to the same thing as the other chapters. Und sie hat gesagt, dass diese beiden Verse nicht sich auf das Gleiche beziehen wie die anderen Verse in den anderen Kapiteln. Chapter 2, verse 4, Jesus hasn't shown his authority yet. Und in Kapitel 2, Vers 4 hat Jesus seine Autorität noch nicht gezeigt. Nicht So- Herrlichkeit, sondern Autorität. She's referring to the context of the marriage of Cana. Und sie hat sich da auf den Kontext bezogen, in dem die Hochzeit zu Kana stattfand. So we tried proof texting. Wir haben also versucht, das mit Texten zu belegen. When you proof text, Und wenn du Texte belegen möchtest, you just want to make it the cross. dann möchte man es eigentlich alles auf das Kreuz hinweisen. We went to chapter 7. Als wir Kapitel 7 betrachtet haben, Twice in chapter 7 it refers to the time hasn't come or the hour hasn't come. dort gibt es 2 Verse, wo es heißt, die Zeit ist noch nicht gekommen oder die Stunde ist noch nicht gekommen. We recognize that they're not referring to the same time or the same hour Und wir haben erkannt, dass sie sich nicht auf die gleiche Zeit oder Stunde beziehen. because Jesus has steps in his work that he has to take one by one. Denn Jesus hat gewisse Schritte in seinem Werk, die er nacheinander gehen muss. Each step has to happen right on time. Und jeder Schritt muss genau zur rechten Zeit geschehen. Ellen White talks about a series of steps, Und Ellen White spricht auch über eine Reihenfolge von Ereignissen oder Schritten. and each step is connected to time Und jeder einzelne Schritt ist mit Zeit verbunden or a specific hour. oder einer speziellen Stunde. So the hour of John 2 verse 4 Also diese Stunde von Johannes 7, Vers 6. is this hour. Which verse were you referring? John 2 4. Johannes 2, Vers 4 bezieht sich hier auf dieses Ereignis. John 12:23 is this hour. Aber in Johannes 12, Vers 23 bezieht es sich auf diese Stunde. John 7:6 is this hour. Und Johannes 7, Vers 6 bezieht sich auf diese Stunde. They aren't referring to the exact same step in his work. Sie beziehen sich nicht auf genau auf den gleichen Schritt innerhalb seines Werkes. We're all okay with that. Haben wir das soweit verstanden? So what I want to do Was ich nun tun möchte, is really work quite quickly now. dass wir nun schnell vorangehen. What we've been looking at
Was wir bisher betrachtet haben, the nuts and bolts of it, the main elements of it, die Hauptpunkte, have all been laid out in Brazil wurden schon in Brasilien dargelegt and a camp meeting in southern Uganda, because there was 2 in Uganda. und auch bei einem Camp-Meeting in Uganda. So these lines of Christ have already been laid out a lot more probably clearly at a camp meeting. Die Linie von Jesus wurde also schon deutlicher bei gewissen Seminaren dargelegt. You may have noted from my request before we prayed Und ihr habt gemerkt von meiner Anfrage, die ich vor dem Gebet gemacht habe, I want us to have a look at a couple of other subjects before my classes in this school close. dass ich noch andere Themen betrachten möchte, bevor meine Unterrichtsstunden hier während der Schule dann aufhören. So I'm hoping that we're okay with most of what has been, or all of what has been laid out so far. Deswegen hoffe ich, dass wir alle damit nun einverstanden sind mit dem, was bisher dargelegt wurde. When we looked at Cana, Als wir Kana angeschaut haben, we can see Jesus did a miracle there. können wir erkennen, dass Jesus dort ein Wunder gewirkt hat. The point I wanted to make Und den Punkt, den ich machen wollte, was to remind us war, dass wir uns daran erinnern, of the problem that the disciples face on the whole of this line. und zwar das Problem, dem die Jünger auf der gesamten Linie gegenübergestellt sind. What problem are they facing? Mit welchem Problem haben sie zu tun? What's the great problem the disciples have? Was ist denn das große Problem, das die Jünger haben? Ein falsches Lesen der Schrift. False reading of the scriptures. Or understanding. Oder ein falsches Verständnis. So we can create our reform lines, which we were given in 1989. Die Reformlinien, die uns zur Zeit des Endes, des Endes 1989 gegeben wurden. We've done this a few times. Das haben wir schon einige Male gemacht. Alpha and Omega, Alpha and Omega. Alpha, Omega, Alpha, Omega. This is ancient Israel. Das ist das alte Israel. This is modern Israel. Und dann haben wir das moderne Israel. Which line is the most important? Welche Linie ist nun die wichtigste? Because this is us. Das sind nämlich wir. Which one of these three is the most important for us? Und to welche der understand? anderen 3 ist die wichtigste, die wir verstehen sollten? Omega of ancient, Es ist das Omega des alten Israel. because these are failure Denn diese sind ja Linien des Scheiterns and these are success. und diese des Erfolgs. So there are properties of a history of failure that we don't find in our line. Da gibt es dann Eigenschaften in einer Linie des Fehlschlags, die wir nicht in unserer Linie finden. So the end of ancient Israel Deshalb ist das Ende des alten Israels, shows the end of modern Israel. zeigt das Ende des modernen Israels auf. They have the most direct correlation. Sie haben die engste Verbindung. But I want us to also think, Ich möchte aber auch, dass wir wie folgt denken, if we take this passage of time wenn wir diesen Zeitabschnitt betrachten and we think that God shows the end from the beginning, und sagen, dass Gott das Ende vom Anfang an zeigt, this is Millerite, dann ist das die Zeit der Milleriten. it's the beginning. This is the 144,000, the end. Dann war das der Anfang und die 144.000 sind das Ende. This is the beginning of Adventism, the end of Adventism. Anfang des Adventismus, Ende des Adventismus. This is the Sunday law. Das ist das Sonntagsgesetz This is the Sunday law. und hier ist das Sonntagsgesetz. Because I'll remind you that there's another history in here. Denn ich möchte euch erinnern, dass hier dazwischen noch eine weitere Geschichte sich befindet. This is Egypt, Das hier ist Ägypten, Babylon, Babylon, Rome. Rom. So there's a history in here. Deshalb sehen wir hier noch eine Geschichte dazwischen. And there's a history in here. Und auch hier dazwischen ist eine Geschichte. This is the history of the 1850 Das, compromise. das hier ist die Geschichte der 1850er, wo ein Kompromiss eingegangen wurde. And we have the history of 1888. Und dann hat man die Geschichte von 1888. So there is this middle story. Da gibt es noch diese Geschichte dazwischen. So now, Und nun, if we see
end of modern Israel, beginning of modern Israel. Wenn wir nun das Ende und den Anfang des modernen Israels sehen, Now, what history is the most important? welche Geschichte ist dann die wichtigste? If God shows the end from the beginning, Wenn Gott das Ende vom Anfang an aufzeigt, what's the most important thing we have to understand? was ist dann das Wichtigste, was wir verstehen müssen? Our beginning. Wir müssen unseren Anfang verstehen. So now it's the beginning of modern Israel Und jetzt betrachten wir den Anfang des modernen Israel, that shows the end of modern Israel. das das Ende des modernen Israels aufzeigt. We're not going to understand the Sunday law Wir werden nicht das Sonntagsgesetz verstehen, by understanding 34 AD. wenn wir 34 nach Christus betrachten. We're going to understand the Sunday law by understanding 1850 and 1888. Wir werden das Sonntagsgesetz verstehen, wenn wir 1850 und 1888 betrachten. So you can build an argument to make this the most important reform line. Man kann also ein Argument hervorbringen, das diese Reformlinie zu der wichtigsten macht. And then I think where Sister Kathy wanted to go Und ich glaube, was Schwester Kathy noch sagen wollte, is back to this one, yes? dass man sich hier auf diese zurückbezieht. Because if you really want to talk about end from beginning, Denn wenn man wirklich Anfang vom Ende betrachten möchte, you go back to Moses. dann muss man zurück zu Mose gehen. So you can make an argument for each reform line that it's the most important. Man kann also ein Argument aufstellen für jede Reformlinie, dass sie die wichtigste ist. But I've been telling everyone that the end of ancient Israel is the most important. Aber ich sage schon lange, dass das die wichtigste Linie das Ende des alten Israel ist, Because it's the most important for our subject. denn sie ist die wichtigste für unsere Thematik. Where you would expect to be in a history of success right now. Wo erwartest du dich selbst zu finden in einer Geschichte des Erfolges, und zwar genau jetzt? If your subject was the nature of the Sunday law, Wenn deine Thematik das Wesen des Sonntagsgesetzes wäre, this isn't the most important reform line. dann ist das nicht die wichtigste Reformlinie. This is the most important reform Dann line. ist es diese hier. So when you say most important, Wenn du also am wichtigsten sagst, it depends on your subject. dann kommt es auf dein Thema drauf an, Because they're all going to teach you different things. weil sie jeweils andere Themen besprechen. But we want to know where we are, Wir möchten wissen, wo wir uns befinden, what it means to be in the harvest was es bedeutet, sich in der Ernte zu befinden, for the first group called, und zwar in der Ernte der ersten Gruppe, die gerufen wurde, in history of success. und zwar in einer Linie des Erfolges. To understand that, Und um das zu verstehen, we need this end of ancient Israel. brauchen wir das Ende des alten Israel. Does that make sense? Macht das Sinn? So that's a disclaimer for when we look at Millerite history. Das ist eine kleine Werbung sozusagen oder ein Vorgeschmack auf das, wenn wir nun die Miller-Geschichte betrachten Because then werden. I'm going to start telling you it's the most important reform line. Denn dann werde ich auch euch sagen, das ist die wichtigste Reformlinie. You're going to say you lied to me before. Und dann werdet ihr sagen, na, du hast uns aber da zuvor angelogen. So I do this. Ich mache dies So we come back to this line und wir kommen zurück zu der Linie and we see, we're reminded what the problem is. und werden dann erinnert, wo das Problem eigentlich liegt. Egypt, Ägypten, a deliverer comes. ein Befreier kommt, He destroys the Pharaoh, er zerstört Pharao saves the people. und rettet das Volk. Babylon, In Babylon, a deliverer comes. ein Befreier kommt, Cyrus, Kyros, he destroys the king of Babylon, er zerstört den König von Babylon, Belshazzar, nämlich Belsazar, and he frees the people. und er befreit das Volk. What's going to happen to Rome? Was geschieht mit Rom? So this is their problem. Das ist ihr Problem. And as we looked at why they would think that, it seemed logical. Und wir haben das Problem auch schon betrachtet, warum es für sie so logisch scheint. On the testimony of two, Auf Grundlage von 2 Zeugen, deliverance, deliverance, deliverance. Befreiung, Befreiung, Befreiung. But there's a problem. Da gibt es aber ein Problem. They're going from literal to literal. Wir gehen von buchstäblich zu buchstäblich. That was our problem, Das war auch unser Problem, the Sunday law. wenn wir das Sonntagsgesetz betrachten. So we repeated their same mistake. Wir haben also den gleichen Fehler begangen. So we come down to the birth. Wenn wir jetzt hier nochmals zur Geburt kommen, There's a prophecy given dort wurde eine Prophezeiung gegeben. to John the Baptist's dad,
nämlich an den Vater von Johannes dem Täufer. It's taught to John the Baptist Und er hat es dann Johannes gelehrt, from the time he's a baby. ab der Zeit, als er Baby war. And that prophecy says, Diese Prophezeiung sagt, I'll remember the covenant that I made with your fathers. erinnere dich an den Bund, den ich mit deinen Vätern geschlossen habe. I'll destroy all your enemies, Ich werde alle deine Feinde zerstören and Israel will have freedom. und Israel wird befreit sein. How are they supposed to interpret that? Und wie sollten sie das nun interpretieren? So we looked at that prophecy Wir haben diese Prophezeiung betrachtet in some detail. und im gewissen Detail auch schon. Then we looked at John the Baptist, Wir haben dann Johannes den Täufer betrachtet, what message he gave. welche Botschaft er gegeben hat. He's looking for this warrior king. Es wird nach diesem Kämpfer Ausschau gehalten. Jesus arrives. Dann kommt Jesus an. He hasn't begun his public ministry. Er hat seinen öffentlichen Dienst noch nicht angetreten. His mother is waiting for him to proclaim himself king. Seine Mutter wartet darauf, dass er sich selbst als König ausruft. He says, ever so gently, Und er sagt so nett wie möglich, I'm not who you think I am. ich bin nicht der, den du glaubst, der ich bin. He announces his arrival, Er verkündet seine Ankunft, the beginning of his public ministry at the first temple cleansing. und zwar seinen öffentlichen Dienst bei der ersten Tempelreinigung. And we've already seen the close of probation as being the cross. Und wir haben schon erkannt, dass das Ende der Gnadenzeit das Kreuz ist. So between the first temple cleansing and the cross, Zwischen der ersten Tempelreinigung und dem Kreuz you have the public ministry of Jesus. haben wir diesen öffentlichen Dienst Jesu. And what does he have to do? Und was muss er tun? Take all the disciples Er muss seine Jünger nehmen, who learn under the Pharisees, die von den Pharisäern gelernt haben, learnt under John, die aber auch von Johannes gelernt haben, and teach them they were taught error. und muss ihnen sagen, dass sie falsch gelehrt wurden. And he's going to do that Und er macht es through parables. auf Grundlage von Gleichnissen. Parable after parable Gleichnis nach Gleichnis, about the nature of his kingdom. wie das Wesen seines Königsreiches aussieht. So I don't want to go into all the specifics. Ich möchte jetzt nicht in Spezielle eintreten. We know that there is quite quickly a split begin. Wir wissen, dass relativ schnell dann eine Trennung vonstatten geht. I don't want to put like there's two streams, Ich möchte es jetzt nicht so zeichnen, dass es da zwei Ströme gibt, though it develops that way. aber es wird sich letztlich dahin entwickeln. But there's the disciples of John Da gibt es die Jünger von Johannes and there's the disciples of Christ. und dann gibt es die Jünger, die Jesus And nachfolgen. there's tension between the two. Und zwischen diesen beiden Gruppen gibt es Spannung. So we all know that dynamic. Wir kennen diese Dynamik. We know that John dies in this history. Wir wissen, dass Johannes in dieser Geschichte stirbt. What's this way, Mark? Was ist nun diese Wegmarke? What's the formalization? Was ist die Formulierung? That's in this history. Die Hochzeit zu Kana, Wherever das war in dieser Geschichte. Jetzt sind wir eins weiter. Triumphal entry. Der triumphale Einzug. So you have the triumphal entry. Wir haben also hier diesen triumphalen Einzug. Everyone seems united. Es scheint so, dass alle vereint sind. It doesn't seem like there's much to be concerned of. Es scheint so, dass es da eigentlich nicht viel gibt, worüber man sich Gedanken machen müsste. But between the triumphal and the entry and the cross, Aber zwischen dem triumphalen Einzug und dem Kreuz you have foot washing, haben wir die Fußwaschung, organization. die Organisation. Of those 12 disciples, Die 12 Jünger. how many know what's happening at the cross Wie viele von ihnen verstehen, was am Kreuz geschieht? and actually understand? Also wissen, was da geschieht und verstehen auch, was da geschieht. Sorry? Keiner, vielleicht einer. Who would be your one? Wer wäre dein einer? Johannes, er flieht nicht. Er flieht nicht, also er bleibt, aber es heißt nicht unbedingt, dass er es auch dann versteht. So John is very personally aware of his connection to Christ. Johannes kennt seine Beziehung zu Christus sehr gut. I don't want to say he was loved the most, but he felt it the most.
Ich will nicht sagen, dass er am meisten geliebt wurde, aber er hat es am meisten gespürt. And Ellen White tells us Und Ellen White sagt, the disciples, though they, to a large degree, they didn't understand, dass die Jünger es zwar überwiegend nicht verstanden, they never loved Jesus more than at the cross. sie dennoch dass sie Jesus am Kreuz am meisten geliebt haben. So they can't separate from him. Deswegen können sie sich nicht von ihm trennen. They can't lose their love for him even when they don't understand. Sie können die Liebe zu ihm nicht verlieren, auch wenn sie es nicht verstehen. But as Sister Tamina mentioned, Aber so wie Tamina gesagt hat, John is here, that doesn't mean he understood the prophetic significance. auch wenn Johannes sich hier befindet, bedeutet es nicht zwangsweise, dass er auch die prophetische Bedeutung verstanden hat. So the cross, Das Kreuz the great test. ist der große Test. Really, the great test Der große Test came before the cross kam eigentlich schon vor dem Kreuz. because Judas Denn Judas doesn't even live to see the cross. lebt nicht einmal bis, dass er das Kreuz sehen konnte. He fell away at the foot washing. Er ist schon an der Fußwaschung weggefallen. From before the reform line began, Schon bevor die Reformlinie begann, the Pharisees have said, this is what the Messiah looks like. haben die Pharisäer gesagt, so sieht der Messias aus. John says, this is what the movement looks like. Johannes sagt, so sieht die Bewegung aus. The prophecy given to John says, this is what the movement looks like. Die Prophezeiungen, die Johannes gegeben wurde, sagen auch, so sieht die Bewegung aus. Jesus says, that's not what the movement looks like. Und Jesus sagt, so sieht die Bewegung nicht aus. And Judas cannot unlearn that. Und Judas ist es nicht möglich, dies zu verlernen. All Judas did Alles, was Judas gemacht hat, was take the teachings of John ist, dass er die Lehren des Johannes genommen hat and refuse to unlearn any of it. und hat abgelehnt, jegliches davon zu verlernen. When he sees Jesus washing the feet of the disciples, Als er sieht, wie Jesus die Füße der Jünger wäscht, he realizes hat er erkannt, that Jesus isn't joking. dass er Jesus keinen Spaß macht. This is what the movement will look like, Er erkennt, dass es genau so die Bewegung aussehen wird. and he can do nothing about it. Und er kann nichts dagegen tun. And it's here that he leaves. Und an diesem Punkt geht er dann. So, the cross Das Kreuz also marks the close of probation. markiert das Ende der Gnadenzeit. Jesus is laid in the tomb. Jesus wird ins Grab gelegt. He resurrects. Dann steht er wieder auf. We understand this to be in our reform line 1989, In unserer Reformlinie verstehen wir, dass es 1989 ist, 9/11, 2014, 11. September 2014, 2019, 2019 Panium. und Panium. So we are here. Wir befinden uns also hier, After the cross, nach dem Kreuz. we've been through the separation. Wir erlebten die Trennung. Judas separated from the disciples. Judas hat sich von den Jüngern getrennt. By the way, 2014 is the first temple cleansing. Und so nebenbei, 2014 war die erste Tempelreinigung. Where on this line is the second temple cleansing? Wo befindet sich denn die zweite Tempelreinigung auf dieser Linie? Kurz vor dem Ende. You tell me between which way marks? Sag mir, zwischen welchen Wegmarken? Anyone? Sister Sue Ellen. Is it between the triumphal entry and the cross? It's in here. Es ist hier, dazwischen. So what way mark is this in our time? Welche Wegmarke ist das hier? In What's unserer this Zeit? one? October 2018. Es ist Oktober 2018. This is 2019, Das ist 2019, November 9. 9. November. Between October 2018 and November of 2019, Zwischen Oktober 2018 und November 2019 you have the second temple cleansing. befindet sich die zweite Tempelreinigung. Here, Genau hier Jesus gives them a warning. gibt Jesus ihnen eine Warnung. Now they're told, Und jetzt wird ihnen gesagt, your house is desolate. euer Haus ist leer. Sister Tamina,
When the foot washing is organization and second temple cleansing, are you paralleling these two? Tust du die zweite Tempelreinigung mit der Fußwaschung und also sozusagen Organisation gleichsetzen oder parallel setzen? They're separate, but we're short on space. Oh, okay. Sie sind getrennt, aber aufgrund des Platzes. So we have a lot that happens close together here. Wir haben also hier viele Ereignisse, die recht eng nacheinander geschehen. So they're given a warning, Ihnen wird eine Warnung gegeben and down here, und dann hier Jesus is clear. This is your house, not my house. wird Jesus sehr deutlich und sagt, das ist euer Haus und nicht mein Haus. And now it's left desolate. Und jetzt ist es verwahrlost. That occurs between October of 2018 and November of 2019. Und das geschah zwischen Oktober 2018 und November 2019. So what house was left desolate? Welches Haus wurde also nun verlassen? Sister Tamina. That I Frage. assume that you addressed the shaking with FFA, the time span. My question is just, Ich nehme an, dass du die Spaltung mit FFA ansprichst. I guess would be also addressing the first one. When Christ, he speaks to the Jews Christus spricht ja mit den Juden and he says, your temple. und er sagt, euer But Tempel. when we apply it here, it seems like we're talking internally in the movement. Und es scheint so, dass wenn wir hier sprechen, dass wir dann intern innerhalb der Bewegung das anwenden. Wouldn't we have to apply that to the church? Müssten wir das nicht mit der Gemeinde, die Gemeinde anwenden? So on November 9, Am 9. November, when our former brethren, als unsere früheren Brüder they all say, sagen, look at this movement. schaut euch diese Bewegung They an. said they were this, now they're that. Sie sagen, sie wären dies, aber jetzt sind sie das. We can prove that they're failures. Wir können ihre Fehlschläge beweisen. If you're the Christ, save yourself. Wenn du der Christus bist, na, dann rette dich doch selbst. And they mocked. Und sie haben verspottet. Who did that? Wer machte das? Was it our former brethren, Das sind unsere früheren Geschwister. or was it the Adventist church? Oder war es die Adventgemeinde? It wasn't Adventism. Es war nicht der Adventismus. I'm not saying there isn't an application for what's happened to Adventism here. Ich sage nicht, dass es da keine Anwendung gäbe für den Adventismus und was hier geschieht. You can see it on two levels. Man kann es auf zwei Ebenen betrachten. Because you do have the story about the separation from Adventism. Denn man hat ja die Geschichte, die von der Trennung vom Adventismus spricht. But we don't have the notoriety within Adventism, We don't have that. the fame. Wir haben nicht diesen Ruhm im Adventismus, This warning dass diese Warnung, that's given die gegeben wurde, throughout this history durch die gesamte Geschichte hindurch, is between us and the followers of FFA. ist zwischen uns und den Nachfolgern von FFA. At the triumphal entry, everyone looks united. Am siegreichen Einzug scheint es so, dass alle vereint sind. Who are the Pharisees at the triumphal entry Wo waren denn die Pharisäer am triumphalen Einzug? that are pretending to support Jesus, but they're not? Die vorgeben, Jesus zu unterstützen, aber sie tun es eigentlich nicht. That's not Adventists. Das sind keine Adventisten. We didn't unite with the church here and all have some nice bonding ceremony. Wir hatten da ja keine Versammlung mit der Gemeinde und hatten da irgendwie so ein schönes Zusammensein. This appearance of harmony at the triumphal entry Dieser Anschein von Harmonie, den wir hier beim triumphalen Einzug hatten, occurred within the movement. trat innerhalb der Bewegung auf. Us and our brethren who are about to leave. Zwischen uns und den Geschwistern, die auf dem Weg nach draußen sind. Sister Aileen. I You missed had a you. question. Yes? You had a question. You had a question. What was with, like, which house got damaged, Desolate. desolate? Du hast die Frage gestellt, welches Haus ist es denn, das verwahrlost wird oder wüst gelassen wird? And I want to suggest that it's FFA. Und mein Vorschlag wäre, dass dieses Haus FFA wäre. I agree. Da stimme ich mit überein. October 2018, Im Oktober 2018 they all look in harmony. schaut es nach Harmonie aus. Jesus knows they're not in harmony.
Jesus weiß aber, dass sie da nicht in Übereinstimmung oder in Harmonie sich befinden. He knows that they still don't accept him. Er weiß, dass sie ihn immer noch nicht akzeptieren. They're still expecting the movement that John promised them. Sie erwarten immer noch die Bewegung, die Johannes ihnen versprochen hatte. He began to cleanse the temple here. Er hat angefangen, den Tempel hier zu reinigen. What was cleansed in 2014? Was wurde denn im Jahre 2014 gereinigt? What happened in 2014? Was geschah im Jahre 2014? Ezra 7:9. Esra 7, That Vers caused 9. some problems in the movement. Das hat ein paar Probleme innerhalb der Bewegung aufgebracht. Falsche Ideen in Bezug auf das Sonntagsgesetz. This is a temple cleansing. Hier geht es um eine Tempelreinigung. Sister Kathy? Leadership? What leadership? Leiterschaft, welche Leiterschaft? There was a argument, or I don't want the story, just the group. the group. Ich möchte nicht die People Geschichte left. hören, sondern um welche Gruppe ging es? Path of the Just. Path of the Just. Es war das Ministry Path of the Just. Rebellious. Someone said. There was Rebellion? rebellious. It's rebellion. Es war Rebellion. Second temple cleansing. Bei der zweiten Tempelreinigung This is Future for America. ist es Future for Their house America. was left unto them desolate. Und ihr Haus wurde wüst gelassen. Just after everyone pretended to be in harmony and accept the midnight cry. Kurz nachdem alle vorgaben, in Harmonie zu sein und den Mitternachtsruf anzunehmen. So I didn't mean to go into all of that. Ich wollte jetzt nicht das näher betrachten, What I want us to see is that we're here. aber ich wollte erkennen, dass wir uns hier befinden. But what they've been fighting against, what Jesus has been fighting against, is the errors that John taught. Wogegen Jesus angeht, sind die Fehler, die Christus gelehrt hatte, die Johannes gelehrt hatte. So Jesus dies, Jesus stirbt, he's resurrected, steht wieder auf. and how long is he on earth? Wie lange befindet er sich noch auf der Erde? 40. 40 days. 40 Tage. You're thinking of 50 to here. This is- Du denkst an 50, aber die 50 sind dann bis hier. you have 40 days Man hat 40 Tage between his resurrection and his ascension. zwischen seiner Auferstehung und seiner Himmelfahrt. And for these 40 days, Und innerhalb dieser 40 Tage, what is he doing? was macht er? Going back to the disciples Geht zurück zu den Jüngern and explaining to them prophecy. und erklärt ihnen die Prophezeiungen. Now, this is the time period of our harvest. Das ist also die Zeitperiode der Ernte. And what do we understand about the harvest? Was verstehen wir über die Ernte? No new message. Dass es keine neue Botschaft gibt. Does everyone understand why we say that? Versteht jeder, warum wir das sagen? There's no rain in the harvest. Es gibt keinen Regen während der Ernte. The grain is in what condition? Das Weizen befindet sich in welcher Ready. Situation? Es ist bereit. So if we're wheat, Wenn wir nun Weizen sind, if this movement is to be wheat, wenn da die Bewegung Weizen ist, it's ripe, it's ready. es ist reif, bereit für die Ernte. So everything's completed Alles ist soweit beschlossen oder beendet, at the close of probation. und zwar am Ende der Gnadenzeit. We have another line. Wir haben noch eine weitere Linie, It'll take us through here. die uns bis hierhin bringt. This other line I just want to slip in. Diese andere Linie möchte ich hier kurz einfügen. What line is this? Um welche Linie handelt es sich? This one's the line of the disciples, Das hier ist die Linie der Jünger, first group. die erste Gruppe. This red line, Diese rote Linie. 4 BC. Es kommt jetzt darauf an, welches deine letzte Wegmarke ist. Wir 20 fangen 4 vor Christus an. What do you Dann, think it is? dann haben wir hier 27.
This is the line of Christ as a priest, Es ist die Linie von Christus als Priester. the training of a priest. Und zwar die Ausbildung eines Priesters. The 30 years of training from his birth to his baptism. Die 30 Jahre der Ausbildung von seiner Geburt bis zu seiner Taufe. The 30 years of training as a priest from 1989 to 2019. Die 30 Jahre des Trainings eines Priesters von 1989 bis 2019. Does that bring it back to your memory, Sister Tamim? Ich war mir jetzt nur nicht sicher, ob wir auch eine Linie für Johannes anfangen. I wasn't doing anything new. Ich habe bisher jetzt nichts Neues gemacht. That's just the line that we've been teaching of the training of a priest. Es ist einfach die Linie, wie wir die Priester auch darstellen können. So we're all familiar with that line. Sind wir alle vertraut mit dieser Linie? 30 years of training it took to be a priest. Es hat 30 Jahre der Ausbildung benötigt, um als Priester dann zu arbeiten. We spoke of that down here when we spoke of John, who was 30 when he went to work. Wir haben schon hier darüber gesprochen, weil wir haben auch über Johannes gesprochen, dass der 30 Jahre, als er seinen Dienst antrat, And Christ was 30 when he was baptized. und Christus war 30 Jahre, als er getauft wurde. So when you're 30, you're ready. Wenn du also 30 bist, dann bist du bereit. No more training. Es gibt keine weitere Ausbildung. When you're 30, Wenn du 30 bist, no more growing or ripening. The grain is ready. gibt es kein weiteres Wachstum oder keine weitere Reifung, denn das Weizen ist bereit. So everything says that you're ready here. Alles, was also hier, alles sagt, dass du hier bereit bist. All you need to do is be cut. Alles, was nun noch geschehen muss, ist, dass du abgeschnitten werden musst. That's why we say there's no message in the harvest. There's no rain. You're ready. Und deswegen sagen wir, es gibt keine Botschaft Does that, in der Erntezeit, weil es da auch keinen Regen gibt. does that make sense? Macht das soweit Sinn? Sister Aileen. That we're not gonna have new light right now. Bedeutet das, dass wir kein neues Licht haben werden jetzt? It means we're not going to have new light. Das bedeutet, dass wir kein neues Licht haben werden. Remember, there's two contradictory concepts. Aber erinnert euch, dass es da zwei sich widersprechende Konzepte gibt. So first, we want to agree that there's no new light. Zunächst möchten wir übereinstimmen, dass es kein neues Licht gibt. If we can just see the logic for that. Können wir die Logik soweit erkennen? Time. Weil es Erntezeit ist. What did you say, sorry? Because it's harvest time. It's harvest time. Okay. The grain has no more ripening to do. Es ist Erntezeit und deswegen das Weizen kann nicht mehr weiter wachsen. It's also the completion of the 30 years. Es geht auch hier um die Vollendung der 30 Jahre. The parable of 30 years has no more training. You're ready. Das Gleichnis der 30 Jahre lehrt, dass mit 30 bist du fertig. Es gibt keine weitere Ausbildung mehr. Does that make sense? Macht das soweit Sinn? The other concept? So what? I ask for the other concept. So if you turn to Acts chapter 1, Wenn wir zu Apostelgeschichte Kapitel 1 gehen. Here we go. in Acts chapter 1, in verse 3, In Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 3 says that he showed himself alive to his disciples. heißt es, dass er sich lebendig seinen Jüngern zeigte. He taught them. Er hat sie unterrichtet He gave them much evidence. und hat ihnen viel Beweisführung gegeben. He gives them instructions Er unterrichtet sie, to wait for the baptism of the Holy Spirit. dass sie bis zur Taufe mit dem Heiligen Geist warten sollten. In verse 6, In Vers 6 the disciples come to Jesus kommen die Jünger zu Jesus and they say, Lord, und fragen, Herr, will you now restore the kingdom of Israel? wirst du jetzt die Königsherrschaft von Israel wiederherstellen? So the disciples are here. Die Jünger befinden sich hier. And what's their problem? Und was ist ihr Problem? Sie verstehen immer noch nicht. Do they get it? Haben Sie es verstanden? No. Nein. So, Sister Catherine,
What's the problem of the disciples? Was ist das Problem mit den Jüngern? Why can't they go to work here? Because the work, it's all done. Warum können sie denn nicht einfach an die Arbeit gehen? Denn eigentlich ist doch alles bereit. Cross. Sie waren am Kreuz And enttäuscht. they didn't remember that Jesus was going to raise. So Why are they disappointed at the cross? Und sie haben sich auch nicht erinnert, dass Jesus wieder auferstehen würde. Warum sind sie denn nun am Kreuz enttäuscht? because they thought he was going to be king. Jesus was going to be king. They thought Jesus was going to be king. Sie dachten ja, dass Jesus König werden würde. So the Pharisees said, expect a king. Die Pharisäer haben einen König erwartet. Zacharias said, expect a king. Zacharias hat einen König erwartet. John said, expect a king. Johannes sagt, dass ein König erwartet wird. Christ said, I'm not a king, Und Christus sagt, ich bin kein König, like you think. so wie ihr es denkt. He died, Er stirbt, he's starb, resurrected, er ist wieder aufgestanden. and the disciples say, Und die Jünger sagen, they can't kill you. na, jetzt können sie dich ja nicht mehr töten. You can resurrect people from the dead. Du kannst selbst Menschen aus dem Tode auferwecken. You would make a really great king. Du wärst ein super König. So they don't get it. Sie haben es immer noch nicht verstanden. After the cross, after all this, they still don't get it. Nach dem Kreuz, nach all dem, haben sie es immer noch nicht begriffen. Does that make sense? Macht das so Sinn? So, Sister Aileen, what do the disciples need? Was benötigen nun die Jünger? Sie brauchen Verständnis. What do they need to understand? Was müssen sie denn verstehen? About Jesus, that he's not the king that they expected. Dass Jesus nicht der König ist, den sie erwartet hatten? When did he teach them that? Wann hat er ihnen das gelehrt? Before the cross? Vor dem Kreuz In schon? this history. In dieser Geschichte. So he taught them here, Er hat es ihnen hier gelehrt, they didn't get it, aber sie haben es nicht verstanden. and he's going to reteach them this message. Und er lehrt es ihnen hier nochmals. So there's no new message, Es gibt also keine neue Botschaft. but is it going to seem new to the disciples? Oh, because they didn't Obwohl es understand. für die Jünger neu erscheint. So it's like he's repeating the message because they didn't understand. Also er wiederholt die Botschaft, weil sie es nicht verstanden haben. Their idea of the kingdom is so deep, Ihr Verständnis von dem Königreich ist so tiefgreifend, it can't be removed even in this dispensation. konnte nicht einmal in diesem Zeitabschnitt hinweggenommen werden. Because the problem for them runs so deep. Denn das Problem ist so tiefgreifend. And God, in His mercy, Und Gott in seiner Gnade doesn't cut them off when they don't understand it here. schneidet sie nicht einfach ab an einem Punkt, wo sie noch nicht verstehen. He gives them more time. Er gibt ihnen noch mehr Zeit. So they're going to be retaught this message in this history. Also wird ihnen diese Botschaft nochmals in dieser Zeit gelehrt. Sister Aileen, Und das ist dann also das Gleiche für uns, you think? glaube ich. Glaubst du? Yeah. So you know. Yeah. Also du weißt es. Yeah. You're just being sweet, keeping it. But you know it has to be the same for us. Du weißt, es muss für uns gleich sein. So this is why Und deshalb, we didn't start with the history of Christ. dass wir mit der Geschichte von Jesus begonnen hatten, When we did when we began the school. als wir die Schule begonnen hatten. So at the end of 40 days, Am Ende der 40 Tage Jesus is going to ascend. fährt Jesus in den Himmel auf. There's a quote of Ellen White. Da gibt es ein Zitat. I will write it here because it's a little different. It's in 1855, JNA. Actually, I don't think this is Ellen White. Nee, that's Sorry, not. no. It's Jane Andrews. Jane Andrews. Es So this ist is in Pioneer Writings. ein Zitat von den Pionieren. This is the quote you'll find in Pioneer Writings. Das ist ein Zitat, das man in den Pionieren finden kann. And he's speaking about this history. Er spricht über diese Geschichte. He says the Jewish church was disappointed Die jüdische Gemeinde war enttäuscht, when at the close of the work of John, als am Ende des Dienstes
Johannes they were given Christ. ihnen Jesus gegeben wurde. They expected different. Sie hatten es anders erwartet. They were disappointed Sie waren enttäuscht at the cross, am Kreuz and then they're disappointed at the ascension. und dann waren sie nochmals enttäuscht So bei they have der these Himmelfahrt. successive disappointments. Sie haben also diese fortschreitende Enttäuschung. Because even though Jesus, when they go to Jesus here Denn als sie zu Jesus hier gehen, and say, "Will you now be king?" wirst du nun König sein, He speaks to them in verse 7 and verse 8. spricht er zu ihnen in Vers 7 und in Vers 8. He does not give them a clear answer. Und er gibt ihnen keine deutliche Antwort. In verse 9, he ascends. Und in Vers 9 fährt er in den Himmel auf. And when he ascends to heaven, Und als er in den Himmel auffuhr, they know wissen sie, he is never going to be king. dass er niemals König sein And würde. it's a keen disappointment. Und es ist eine tiefe Enttäuschung. So they're disappointed at the cross, Sie waren beim Kreuz enttäuscht, because if he's dead, he can't be king. denn wenn er tot ist, kann er ja kein König sein. They're disappointed at the ascension, Und sie waren auch enttäuscht bei der Himmelfahrt, because they have the same hope. denn sie hatten immer noch die gleiche Hoffnung. And that's why you have angels come down Und deshalb hatte man die Engel, die and say, herniederkamen, "What are you doing? die dann sagen, na, was macht denn ihr hier? Why are you standing here looking up where he's gone?" Und steht hier rum und schaut danach, wohin er gegangen ist. He will come back. Er wird zurückkommen. So they're reminded of his words, Sie werden also an seine Worte erinnert. and they go into the upper room. Und dann gehen sie ins Obergemach. For how long, Sister Tamina? Wie lange sind sie im Obergemach? 10 days. 10 Tage. So you have 40 days and 10 days. Wir haben also 40 und 10, This is 50 days. sodass es insgesamt 50 Tage sind. At the ascension, Bei der Himmelfahrt the angels come down and give them a message. kommen die Engel hernieder und geben ihnen eine Botschaft. And we line that up with the increase of knowledge. Das stellen wir parallel mit der Zunahme der Erkenntnis. I want to remind us of this line in red. Ich möchte uns an die Linie in Rot erinnern. How long is Jesus in the wilderness Wie lange ist Jesus in der Wüste, before angels come down and give him bread? bevor dann Engel kommen und ihm Brot geben? 40 days. Es waren 40 Tage. So if you want to know where you are on a reform line, Wenn du also nun wissen möchtest, wo du dich auf der Reformlinie befindest, you're in this 40 days. wir befinden uns in diesen 40 Tagen. We're following Jesus, Wir folgen Jesus, asking, hoping that he's still going to be king, fragen und hoffen, dass er immer noch König wird. or we're in the wilderness Oder wir befinden uns in der Wüste facing the 3 temptations. und stehen den 3 Versuchungen gegenüber. So the question came, Die Frage wurde gestellt, was handed in. die gestellt wurde. I've said we're in a dangerous time period. Why do I say that? Ich habe gesagt, dass wir uns in einer gefährlichen Zeit befinden. Warum habe ich das gesagt? And to be very brief, Und um das ganz kurz zu beantworten, the reason I say that der Grund, warum ich das sage, is because this 40-day period is not a good place to be. ist, weil diese 40 Tage ist kein guter Ort, wo man sein kann. Here, the disciples have not put aside their differences. Hier haben die Jünger ihre falsches Verständnis noch nicht beiseite gelegt. They still haven't even learnt the message of the past dispensation. Sie haben ja noch nicht einmal die Botschaft der letzten Dispensation gelernt. And in this line, Und in dieser Linie they're facing the 3 temptations of Christ. stehen sie den 3 Versuchungen von Christus gegenüber. Ellen White says that there's 2 times Ellen White sagt, dass es 2 Zeiten gibt. when Jesus' visage was marred. What does it mean? What text am I referring to? His face. Isaiah 52:14. Ich beziehe mich auf Jesaja 58, Vers 14. 52:14. 52, Entschuldigung. Isaiah 52:14. Jesaja 52, Vers 14. As many were astonished at thee, his visage was so marred more than any man, and his form more than the sons of men.
Gleich wie sich viele über dich entsetzen, so sehr war sein Angesicht entstellt, nicht mehr wie das eines Menschen und seine Gestalt nicht mehr wie die des Menschenkinder. So we take this verse Wir nehmen diesen Vers and we apply it to here. und wenden ihn hier an. The period just prior and including the cross. Die Zeit vor und auch das Kreuz beinhaltend. Ellen White applies it there. Ellen White wendet es hier an. But she makes another application Sie macht aber noch eine weitere Anwendung and she puts it und markiert es in the history of the wilderness. in der Zeit der Wüste. So the danger that we're in Die Gefahr, in der wir uns befinden, is we get after the close of probation nach dem Ende der Gnadenzeit and we let out our breath und wir sind etwas außer Atem and we think that was terrible. und denken, na, das war ja schrecklich. Can't wait for just some new light to distract me from all that messy equality. Und ich warte auf neues Licht, das mich dann von dieser Gleichberechtigung ablenkt. That wasn't a particularly enjoyable message. Das war keine so besonders erfreuliche Botschaft. But we got through it. Aber wir haben es durchgestanden. We got through the shaking. Wir haben auch die Spaltung durchgestanden. We didn't leave with FFA. Wir sind nicht mit FFA mitgegangen. So we must have passed the test. Also wir haben den Test bestanden. We must be the ones that understand equality. Wir sind diejenigen, die Gleichheit verstehen. Do we understand equality? Verstehen wir Gleichheit? The Pharisees, Die Pharisäer they're still looking for a king. schauen immer noch nach einem König. So are the disciples. Und genauso haben es auch die Jünger getan. The period that we're in, Die Zeit, in der wir uns befinden, this line diese Linie, of the disciples sind die Jünger. says, we have not understood or applied the message. Wir haben die Botschaft nicht verstanden noch angewendet. This line, Und in dieser Linie, when Ellen White applies Isaiah 52:14, wenn Ellen White diesen Vers aus Jesaja 52, Vers 14 zitiert, says it's a time of extreme temptation. sagt sie, dass es eine Zeit der großen Versuchung ist. There were 2 times of extreme temptation Es gab 2 Zeiten von großer Versuchung, when the success of Christ hung in the balance. als der Erfolg Christi auf der Waage war. Wilderness at the beginning, Zum einen war es die Wüstenzeit am Anfang. at the beginning it was the wilderness, Am Anfang war es die Wüste at the end it was Gethsemane. und am Ende war es Gethsemane. The end of the world, Am Ende der Welt we go through the same experiences. gehen wir durch die gleichen Erfahrungen. We've been through Gethsemane. Wir sind schon durch Gethsemane hindurch. The wilderness at the beginning, Gethsemane at the end. Die Wüste am Anfang, Gethsemane am Ende. We do them as a chiasm Und wir machen es in einem Chiasmus, when we apply our lines. wenn wir unsere Linien anwenden. Prior to 2019 was Gethsemane, Vor 2019 war es der Garten Gethsemane, but now we're in the wilderness. aber jetzt befinden wir uns in der Wüste. It's no easier, it's no safer. Es ist nicht einfacher, es ist auch nicht sicherer. So this is why I say we're in a time of extreme danger. Deswegen sage ich, dass wir uns in einer Zeit befinden von starker Gefährdung. We have these temptations, Wir haben diese Versuchungen. but I don't want to focus on them. They're a separate subject. Ich möchte jetzt mich nicht darauf fokussieren, denn das sind andere Themen. What I want us to focus on is the disciples after the cross. The Disciples. After the cross. Ich möchte, dass wir uns auf die Zeit, ich möchte, dass wir uns auf die Jünger fokussieren, die nach dem Kreuz stehen. So after the ascension, Nach der Himmelfahrt angels came down, they gave them a message. kommen Engel hernieder und geben ihnen eine Botschaft. After the 40 days, Nach diesen 40 Tagen, after the 40 days in the wilderness, angels came down and fed Christ. nach diesen 40 Tagen in der Wüste kamen Engel und haben Jesus ernährt. His message is formalized at Cana. Und seine Botschaft wird zu Kana dann formuliert. This is one of the reasons it was so important that we placed correctly, my time has not yet come.
Und deswegen war es so wichtig, dass wir diesen Satz, meine Zeit ist noch nicht gekommen, richtig markieren. Because when we see this line, it's not referring to 2014, it's referring to the beginning of our work. Denn wenn wir diese Linie betrachten, dann bezieht sich dies nicht auf 2014, sondern bezieht sich auf den Anfang unseres Dienstes. So we have to interpret that phrase correctly at Cana Also müssen wir diesen Satz bei Kana richtig interpretieren, to understand this training of Christ. um diese Ausbildung von Christus zu verstehen. 40 days, 40 days. 40 Tage, 40 Tage. Angels come, angels come. Die Engel kommen und Engel kommen. This is formalized at Cana. Das wurde an Kana formuliert. Down here, for 10 days, the disciples locked themselves in an upper room. Und hier haben sich die Jünger für 10 Tage im Obergemach eingeschlossen They bar the doors. und haben die Türen verriegelt. Can anyone join the movement Konnte da irgendjemand noch zu dieser Bewegung in the hinzukommen? harvest time? In der Erntezeit? They can't. We locked the doors. Nein, wir haben die Türen geschlossen. Sister Tamina. 2 questions. 2 Fragen. In the timeline of Christ, would 2021 be the first temple cleansing? In der Linie von Christus wäre dann 2021 die erste Tempelreinigung? Yeah. Ja. And my second question would be, Und die zweite Frage? when we have now a Canaan which was past and we have a Canaan which is in front of us, which would we use as our primary application? Wenn wir jetzt ein Kana haben, das in der Vergangenheit liegt, aber auch ein Kana, das noch zukünftig ist, welches wäre nun unsere primäre Anwendung? If you're talking about the end of ancient Israel, Wenn du über das alte Israel sprichst, it has to fit here. muss es hier passen. But we can create a separate line in that story. Aber innerhalb dieser Geschichte können wir noch eine separate Linie kreieren. We do the same thing with Millerite history, Das machen wir auch mit der Miller-Geschichte. because William Miller rejects both the second and third angel, but separate. Denn Miller lehnt ja den zweiten und dritten Engel ab, aber das ist separat. So it depends on your subject. If you're saying end of ancient Israel, it's here. Es kommt jetzt auf dein Thema drauf an. Wenn du sagst, das alte Israel, dann musst du es hier platzieren. If your subject is the training of a priest, then you would form a different. Wenn deine Thematik aber die Ausbildung eines Priesters ist, dann würdest du es anders darstellen. When I say primary, Wenn ich nun primär sage, right or wrong, I'm referring to the 4 lines of Israel, richtig oder falsch, dann beziehe ich mich auf die 4 Linien von Israel. ancient and modern. Des alten Israels und des modernen Israels. And rightly or wrongly, I place the primary application as how it fits in that structure. Und ob das nun richtig oder falsch ist, ich tue die primäre Anwendung innerhalb dieser Struktur setzen. I don't mean that this isn't important, Damit sage ich nicht, dass das hier nicht wichtig ist, but I think we need these to orientate ourselves. aber ich glaube, dass wir diese benötigen, damit wir Orientierung haben. So it becomes here. Und deswegen ist die primäre Anwendung hier. Question. Danke. Dritte Frage. When we have 2021 being the first temple cleansing, Wenn wir 2021 als die erste Tempelreinigung haben, can we apply this maybe towards the movement and the STA church? können wir das dann auf die Bewegung und die STA-Gemeinde anwenden? Or are we saying we're expecting another shaking within this movement? Oder erwarten wir noch eine weitere Sichtung innerhalb der Bewegung? You can't say the priests are shaken Man because we kann, end here. wir können nicht sagen, dass die Priester nochmals gesichtet werden, weil wir enden ja hier. So if there's going to be a cleansing, I would want to zoom out a little. Wenn wir also sagen, da gibt es eine Reinigung, dann würde ich jetzt etwas herauszoomen wollen. I spoke at the beginning of the classes Am Anfang der Unterrichtsstunden habe ich about those glasses that overlay if you go to an optometrist. über von diesen Gläsern gesprochen, die man so übereinander legen kann. So there are different layers to Cana, Es gibt verschiedene Ebenen in Bezug auf Kana. and some of those layers might be more relevant here than here. Und manche dieser Ebenen sind vielleicht hier relevanter als bei der anderen Linie. If this is what waymark is this in Millerite history? Welche Wegmarke wäre dies in der Miller-Geschichte?
Wir haben die Linie noch nicht gemacht, No, but we have done that one. aber wir So- haben hierüber schon gesprochen. In Millerite history, what's this way mark? In Miller-Geschichte, was wäre diese Wegmarke? 2019. 22. Oktober. Sorry? October 22nd. Sorry? I thought you said July, so it's just October 22nd. 22. I Oktober. heard July 22nd, so I knew something was wrong. It says October 22nd. And then they're going to have an increase of knowledge Danach werden sie eine Zunahme der Erkenntnis haben. on what? What was given to them after October 22? Zunahme Century. in Bezug auf was? Was haben sie danach erfahren? Sabbath. Es geht um den Sabbat. So on their line, we're going to see the Sabbath. Auf ihrer Linie werden wir also den Sabbat erkennen. What's Cana all about? Um was geht es bei Kana? Marriage. Marriage. Geht es um die Ehe. So there are Oder die elements Heirat. of Cana that I believe are relevant, particularly for this history. Es gibt also Elemente bei Kana, die im Speziellen für diese Geschichte sehr wichtig sind. When you talk about beginning and end of modern Israel, Wenn man über das Ende und über den Anfang und das Ende des modernen Israel spricht and we use phrases like twin institutions, und wir die Sätze benutzen wie Zwillingseinrichtungen, we've had the Sabbath. What is Cana all about? da hatten wir den Sabbat. Also um was geht es dann bei Kana? So that's all I wanted to say about Cana. Das alles wollte ich nun über Kana gesagt haben. They have an increase of knowledge. Sie haben eine Zunahme der Erkenntnis. They go to the upper room. Sie gehen in das Obergemach They put aside all of their differences. und tun mal alle ihre Unterschiede beiseite legen. So if you don't like me, Wenn du mich nicht magst, I'm really sorry, tut mir leid, but we have to get along. aber wir müssen miteinander auskommen. We have to put aside our differences. Wir müssen unsere Unterschiede beiseite legen We have to have unity. und müssen in Einheit And I gelangen. don't mean that in the Adventist sense Und of das- how that phrase can be used. Und ich meine das jetzt nicht in dieser adventistischen Art und Weise, wie oft dieser Satz verwendet wird. They have unity Sie haben Einigkeit, as they're studying. wenn sie miteinander studieren. So there's a couple of quotes. Da gibt es einige Zitate. I won't read all of them, I'll just give them to you. Ich werde sie alle nicht lesen, aber ich werde sie euch hier About this anschreiben. experience. 5MR 368.1. Es ist aus dem Buch Manuscript Releases, 5. Band, 368. They assembled in the upper room. Sie haben sich im Obergemach versammelt. They repented of their sins. Sie haben Buße getan in Bezug auf ihre Sünden. They had no burden to confess one another's sins. Sie hatten jetzt nicht die Burden, die Last, die Sünden der anderen zu bereuen. They set aside their differences Sie haben ihre Unterschiede beiseite gelegt and they prayed with unity of purpose. und haben eben in der Einheit in Einheit gebetet. At the end of those 10 days, Und am Ende dieser 10 Tage the Holy Spirit is poured out. wird der Heilige Geist ausgegossen. So I want to give us two other quotes Ich möchte noch 2 weitere Zitate angeben, to define what that looks like. um aufzuzeigen, wie das aussieht. 3SP, Das kommt aus dem 3. Band von Spirit of Prophecy, 266.1, Seite 266 im Englischen. and Testimonies Volume 8, Und das 8. Band der Zeugnisse, 267.2. 267 Abschnitt 2 im Englischen. Because this all sounds like lovely language, Das hört sich nach schöner Sprache an, putting aside differences, dass man seine Unterschiede mal beiseite stellt, unity, dass Einheit herrscht pouring out of the Holy Spirit. und dass der Heilige Geist ausgegossen wird. In these quotes, she defines what that looks like. In diesen Zitaten definiert sie, wie das genau aussieht. She said the scriptures which Christ had already explained to them Sie sagt, dass die Schriften, die Christus ihnen schon erklärt hatte, stood forth in their minds ihnen vor Augen waren. with luster, loveliness, Mit Lieblichkeit,
They understood it as powerful truth. verstanden sie es als mächtige Wahrheit. The object of Christ's mission Die Absicht von Jesu Mission and the nature of his kingdom und das Wesen seines Königreiches were comprehended with perfect clearness. wurden mit aller Deutlichkeit verstanden. So at the formalization, Die Formulierung, the Holy Spirit is poured out. der Heilige Geist wird ausgegossen. And what do they now understand? Und was verstehen sie nun? Kingdom. The nature of the kingdom, Sie verstehen das Wesen des the Königreiches. object of Christ's mission and the nature of his kingdom. Die Absicht von Jesu Mission und das Wesen seines The Königreiches. scriptures Christ had already explained to them. Die Schriften, die Jesus ihnen schon erklärte. And 8t is a well-known quote. Und das Zitat aus dem 8. Band der Zeugnisse ist The sehr Holy, bekannt. the Holy Spirit is poured out upon the disciples. Der Heilige Geist wird auf die Jünger ausgegossen They understood the truths that Christ had spoken in parables. und sie haben die Wahrheiten verstanden, die Jesus ihnen schon in Gleichnissen gesagt hatte. Those parables Diese Gleichnisse were given back in this history. wurden hier in dieser Geschichte schon gegeben. But even after the cross, they still don't understand the nature of the kingdom. Aber selbst nach dem Kreuz haben sie das Wesen des Königreiches nicht verstanden. So they have no new message. Sie haben also keine neue But even Botschaft. though there's no new message, Aber auch wenn es da keine neue Botschaft gibt, increase of knowledge and a formalization. gibt es dennoch eine Zunahme der Erkenntnis und einer Formulierung. It's built on the message that already came. Und das baut auf der Botschaft auf, die schon gegeben wurde. Sister Esther, sorry I didn't see you. Waren diese Menschen in dieser Periode versiegelt? What do you mean by sealed? Was meinst du mit versiegelt? That they had the seal of God or the mark of the beast. Dass sie das Siegel Dieses Gottes oder das Sealing. Wahrzeichen des Tieres haben? Dieses Siegel meine ich? Maybe save that for the sealing class. Vielleicht halte mal die Frage bereit für den Unterricht, wenn es um die Versiegelung ging. I think we need to do that in the context of defining sealing. Ich glaube, wir müssen das in dem Kontext machen, wenn wir wirklich definieren, was Siegel und Versiegeln bedeutet. Is that okay? Ist das okay? No, that's Elder Pamindi. Das war nicht mein Unterricht, sondern der von But it Pamela. looks like what Sister White is written, looks like that they was in a condition without sin. Okay, it means not sealed, so it's my Es scheint so, dass Ellen White in diesen Zitaten beschreibt, dass sie sündlos waren. Aber okay, sündlos bedeutet nicht unbedingt versiegelt. That's why we need to define sealing. Und deswegen meinte ich, dass es wichtig ist, dass wir Versiegeln definieren. Because after 34 AD, which is the Sunday law, Denn nach 34 nach Christus, welches ja das Sonntagsgesetz ist, down over here, hier Peter's going to see some Gentiles. wird Petrus sich mit Heiden treffen He's going to treat them really badly. und er tut sie sehr schlecht behandeln. Does that mean that he's lost? Bedeutet das, dass er verloren ist? Because it's well after all of this history. It's after the Sunday law. Weil das ist ja längst nach der Geschichte, das ist nach dem Sonntagsgesetz sogar. So if we define it as without sin, we'll get into a problem. Wenn wir es als ohne Sünde definieren, dann gelangen wir in Probleme. And I think defining it is a little bit out of the scope of heading in a different direction. Aber wenn wir es jetzt definieren würden, dann würden wir in eine andere Richtung gehen, wie ich eigentlich möchte. So nab Elder Parminder afterward. Also frag nachher Ältesten Pappin. So in the upper room, Im Obergemach the disciples are studying studieren die Jünger the scriptures, the prophecies, the parables. die Schriften, die Prophezeiungen, die Gleichnisse. When the Holy Spirit is poured out, Und als der Heilige Geist ausgegossen wird, whatever we think that looks like, wie immer wir das uns auch vorstellen, wie das aussieht, what it meant was they understood the parables, was es bedeutete, ist, dass sie die Gleichnisse verstanden. which equals they understood the nature of the kingdom. Welches bedeutet, dass sie das Wesen des Königreiches verstanden. It's only here that they understand the cross. Es ist erst hier,
dass sie das Kreuz wirklich verstehen. this waymark. Also diese Wegmarke. So if you don't understand this waymark, Wenn du also diese Wegmarke noch nicht verstehst, you're not meant to. dann solltest du es wohl noch nicht verstehen. The disciples didn't. Weil die Jünger haben es auch noch nicht verstanden. So we're in the 40 days. We haven't had our increase of knowledge. Wir befinden uns in diesen 40 Tagen und haben noch nicht unsere Zunahme der Erkenntnis gehabt. Sister Tamina. I still need to wrap my mind around where and these waymarks line up because it's still new for me. Where would be the son-in-law for the disciples again? Wo wäre nochmal das Sonntagsgesetz für die Jünger? Here. Just that one. Hier. What is first thing I'm going- POTJ again? Path of Oh, okay. Yeah, I'm sorry. I started mixing our lines and I meant to do it in orange. Ich habe angefangen, hier uns die Linien etwas zu mixen. Ich sollte es eigentlich in Orange schreiben. Hier im Jahre 2014 war es Path of the Just. So, before we started the line of Christ, Bevor wir die Linie Christi angefangen hatten, we needed to really understand our own mussten wir erstmal unsere eigene wirklich verstehen. because I wanted us to have it in our minds when we looked at this. Denn ich wollte, dass wir das in unseren Gedanken haben, wenn wir das hier betrachten. We know what the disciples couldn't understand, Wir verstehen, was die Jünger nicht verstanden haben what ran so deep in them, und was so tief in ihnen verwurzelt war, that they were given this time. dass ihnen hier diese Zeit gewährt wurde. What runs so deep in us? Und was ist, was so tief in uns verwurzelt ist? Ungleichheit. What message was Christ giving? Welche Botschaft hat denn Christus He gegeben? was explaining the nature of his kingdom. Hat er das Wesen seines Königreiches erklärt? Between 2014 and 2019, God is explaining the nature of his kingdom. Zwischen 2014 und 2019 hat Gott das Wesen seines Königreiches erklärt. And that comes into conflict Und das kommt nun im Konflikt with what John thought about the kingdom. mit dem, was Johannes über das Königreich dachte. Because John's version of the kingdom Denn die Version von Johannes über das Königreich was nationalistic, war nationalistisch, sexist, sexistisch and homophobic. und auch homophobisch. And it's in direct conflict Was im direkten Konflikt steht with what the parables taught us, zu dem, was die Gleichnisse uns lehren. which is why you have this split Judas leaves. Was zu diesem Spaltung führt, dass Judas geht. But we come to after 2019. Aber wenn wir in die Zeit nach 2019 kommen, If back here the issue, the nature of the kingdom was these issues, wenn nun das Wesen des Königreiches diese Themen sind, how do you think we're doing now, was denkt ihr dann, wie geht es uns jetzt hier? Sister Tamina? Uns geht's nicht so gut. That was a rhetorical question because your hand is up. When we speak about the kingdom, what do we actually mean? Wenn wir über das Königreich sprechen, was meinen wir denn eigentlich? Are we saying it's like heaven, or Geht's is it um den Himmel, the oder? church, Geht es um die Gemeinde, like the movement? Or? die Bewegung meine ich? The problem, just like Miller, John's problem is geography. Das Problem von Miller als auch von Johannes ist die Geografie. So, the problem of the first angel in our history was also geography. Das Problem von dem ersten Engel in unserer Geschichte war auch die And Geografie. it doesn't really come into, it doesn't get to such a painful conflict until this history and you're taught by European socialists. Und das kommt gar nicht so in Konflikt bis zu dem Zeitpunkt, als ein europäischer Sozialist aufsteht und eine Botschaft bringt. John was confronted with the idea of what was Israel. Johannes wurde mit einer Idee konfrontiert, nämlich was Israel wirklich ist. What was it ever intended to be? Was sollte Israel denn immer schon sein? Elder Jeff is confronted with the same thing. What is the United States meant to look like? Und ältester Jeff wurde mit der gleichen Thematik konfrontiert. Wie sollte Amerika denn wirklich aussehen? So they both failed, Beide sind fehlgeschlagen. and you can pin both of it onto geography. Und beide kann man in Bezug auf die Geografie But those anschwärzen. issues come back to back Und diese Themen kommen also wieder auf. because prior to the time of the end, Denn vor dem Zeit des Endes
What happened? What did we discuss? Was geschah? Was haben wir besprochen? Da geschieht viel. Yeah, sorry. Oh, The moral majority, Da gibt es die Moral Majority. they are a response to what movements? Sie sind die Antwort auf welche Bewegung? Civil rights movement. Auf die Bürgerrechtsbewegung? Civil rights, The feminism. second wave feminism, Die zweite Welle des Feminismus and LGBT. oder Frauenrechtsbewegung und der Bewegung der LGBT. You have 3 rights movements. Man hat diese 3 Rechtsbewegungen The moral majority formed to counteract them. und die Moral Majority wurde geformt, um gegen sie anzugehen. They're all worried about taxes, Sie hatten Ängste in Bezug auf Steuern, that revenue service dass diese Steuerbehörde is out to get them. kommen würde und sie holen würde. And who's thinking the same way? Und wer denkt auf gleiche Art und Weise? So this is the problem we have. Das ist das Problem, das wir haben. John thinks the same way as the Pharisees. Johannes denkt in der gleichen Art und Weise wie die Pharisäer. Elder Jeff thought the same way as conservative Adventists. Ältester Jeff dachte in der gleichen Art und Weise wie der konservative Adventismus. Conservative Adventists thought the same way as conservative Protestants. Und der konservative Adventismus denkt auf die gleiche Art und Weise wie der konservative Protestantismus. They all had the same mentality. Sie alle haben die gleiche Mentalität. Protestantism rose up as a response to these 3 movements of equality. Protestantism? Der Protestantismus ist gegen diese against those 3 movements? Ja. Der Protestantismus ist gegen diese 3 Bewegungen aufgekommen. In the latter rain, Im Spätregen Christ came with parables kam Christus mit Gleichnissen, to show why John was wrong. um aufzuzeigen, warum Johannes falsch lag. Judas refused to unlearn. Und Judas hat abgelehnt, dies zu verlernen. The disciples stayed because they loved the truth. Die Jünger sind geblieben, weil sie die Wahrheit liebten. I don't want us that thought to make us feel safe. Ich möchte aber nicht, dass dieser Gedanke uns in Sicherheit wiegt. Not everyone who stayed Nicht jeder, der geblieben ist, stayed because they love equality or the truth. ist geblieben, weil sie die Gleichberechtigung oder die Botschaft lieben Or this movement. oder die Bewegung. They will leave. Und sie werden noch gehen. But we find ourselves after the cross, Aber wir befinden uns nach dem Kreuz and I travel places. I travel, und unsere Reise. and there's this feeling Und da gibt es dieses Gefühl, that I believe some people wenn ich an Orten reise, da gibt es die Menschen, so ready to put that message behind them. die bereit sind, die Botschaft hinter sich zu lassen. We had studies on history, Wir hatten Studium in Bezug auf Geschichte, Daniel 11, 40 to 45, Daniel 11, 40 bis 45, 25, 20, time setting. 25, 20 und die Zeitsetzung. And then came this annoying woman Und dann kam diese Frau, die so lästig ist, who won't stop speaking about equality. die nicht aufhört, über Gleichberechtigung zu sprechen. I think people are expecting, waiting, hoping that we're about to move on from that. Und ich glaube, dass es Leute gibt, die wirklich hoffen und auch erwarten, dass wir jetzt mal weitergehen. And these lines teach that we're not moving on from that. Aber die Linien lehren, dass wir von diesem Thema nicht weitergehen. Because if we think we got equality, we didn't. Denn wenn wir gedacht haben, dass wir die Gleichberechtigung verstanden haben, wir haben sie nicht verstanden. We didn't understand it properly when it comes to racism. Wir haben es nicht richtig verstanden in Bezug auf Rassismus. If we understood it, many of us haven't applied it. Wenn wir es verstanden hätten, dann haben es zumindest viele von uns nicht angewendet. Sexism has not been dealt with in this movement. Sexismus wurde in der Bewegung noch nicht behandelt. Corporately, it's ongoing. Und auf gesamter Ebene ist es immer noch vorherrschend. Personally, there's many yet to leave because they are not passing that test. Und auf persönlicher Ebene werden noch viele gehen, weil sie diesen Test nicht bestehen werden. And homophobia hasn't been dealt with. Und Schwulenfeindlichkeit oder Homophobie wurde noch gar nicht so viel gesprochen. Why did they come in this order?
Warum sind sie in dieser Reihenfolge gekommen? Weil es immer schwieriger und schwieriger wird. What happened last year? Was ist denn letztes Jahr geschehen? I don't know if others noticed this trend. I'm sure people did. Ich weiß nicht, ob andere diesen Trend auch erkannt haben. If someone was nationalist or racist, Wenn jemand nationalistisch oder rassistisch war, could they accept the equality of women? konnten sie dann die Gleichheit der Frauen annehmen? No. Nein. You had to accept equality on race Du musstest die Gleichheit in Bezug auf die Rasse annehmen, to accept the equality of women. um die Gleichheit der Frauen anzunehmen. People are worried about what's going to come Menschen sind etwas beängstigt darüber, was wohl kommen wird, about homosexuality. in Bezug auf die Homosexualität. I don't know, Ich weiß nicht, but I know it will. but I know it will aber ich weiß, es wird kommen, because we don't get these three things yet. weil wir diese 3 Themen noch nicht verstanden haben. But if we're worried about that, Aber wenn wir nun besorgt über diese Thematik sind, and whatever that looks like, you want to pass that test, aber wie auch immer es aussehen sehen wird, wir möchten diesen Test bestehen, I would suggest you shouldn't be analyzing your thoughts towards homosexuals. dann sollten wir nicht unsere Gedanken in Bezug auf Homosexuelle analysieren. We need to make sure we're not sexist, Wir sollten klarstellen, dass wir keine Sexisten sind. because the people that will leave over this Denn die Leute, die in Bezug auf diese Thematik gehen werden, are the ones that stumble on this. sind diejenigen, die über die andere Thematik They stolpern. might have scraped through. Die so durchgerutscht sind, But if they tripped on their way through, they won't make it here, werden sie aber letztendlich es bei diesem Test nicht schaffen. because each one gets harder. Denn jeder Test wird schwerer. But if this is the subject of equality, Wenn es um die Thematik der Gleichberechtigung geht, that's what we still don't properly get. dann ist es das, was wir immer noch nicht richtig verstehen. So Sister Aileen was spot on. Also, Aline war genau richtig. No new message, Es gibt keine neue Botschaft, but there is still an increase of knowledge and a formalization. aber da wird es immer noch eine Zunahme der Erkenntnis und eine Formulierung der Botschaft geben. But it's built upon this same message that we had in our latter rain. Aber es baut sich auf die gleiche Botschaft auf, die wir in unserer späteren Zeit hatten. We'll close for today. Wir schließen für heute. We might review briefly tomorrow, and then I want us to look at the line of the Millerites. Wir wiederholen morgen vielleicht ganz kurz, aber ich möchte dann die Linie der Milleriten betrachten. If you kneel with me, we'll close in prayer. Lasst uns zum Gebet niederknien. Dear Father in heaven, Lieber himmlischer Vater, thank you for our blessings. danke für die Segnungen. We thank you for the lines. Wir danken dir für die Linien, You are trying to warn us of our danger. wo du uns versuchen möchtest, We vor know, der Gefahr zu warnen. we know that you want no one to die. Wir wissen, dass du niemanden sterben sehen möchtest. I pray that we will see our danger, Ich bitte, dass wir unsere Gefahr erkennen that we might examine ourselves, und dass wir uns selbst untersuchen, just as the disciples did. genauso wie es die Jünger getan haben. We pray, Lord, that you will not allow a single head bowed to perish. Und ich bitte dich, Herr, dass keiner der geneigten Köpfe verloren gehen wird. But we know that that decision is ours, Aber wir wissen, dass die Wahl bei uns liegt, and this movement will succeed without us. bei der Entscheidung. Und wir wissen, dass die Bewegung auch ohne uns Erfolg haben wird. May we not be complacent in this history, Mögen wir in dieser Geschichte nicht, may we not feel safe in this history, mögen wir uns nicht sicher in der Geschichte fühlen, that we somehow passed, dass wir schon bestanden haben, that we're not with FFA who didn't understand equality. dass wir ja nicht bei FFA sind, die Gleichberechtigung nicht verstanden haben. May we see our need to continue to grow, Mögen wir das Bedürfnis erkennen, dass wir immer noch Wachstum benötigen and understand what you really meant in those parables. und verstehen möchten, was du wirklich mit den Gleichnissen uns sagen möchtest. I know many are fighting personal battles. Ich weiß, dass viele persönliche Kämpfen, They're afraid of what's coming.
Und sie haben Angst davor, was noch kommen wird. discouraged by things in their own lives. Und sind entmutigt von dem, was sie in ihrem eigenen Leben erleben. Pray that we will learn to come together and strengthen each other. Ich bitte, dass wir zusammenkommen können, dass wir uns gegeneinander gegenseitig stärken können And help each other through this time. und uns gegenseitig durch diese Zeit hindurch helfen können. In Jesus' name I pray. In Jesu Namen bitte ich. Amen. Amen.